Als Lifestyle würdest du quasi immer so spielen? Jetzt mal als Beispiel, ne? Und wenn du aber wenig Zeit hättest oder hast, dann überlegst du dir ganz genau: „Was mache ich nicht?“ Und du würdest direkt hier reingehen und diese Fehler dadurch gleich ausmerzen. Was wir allgemein sagen können, ist, Klavier üben erfordert Zeit, Disziplin und Konsequenz. Im Gegensatz dazu ist der heutige Lebensstil geprägt von Hektik. Gut, war damals auch schon teilweise sehr hektisch, aber vielleicht nicht so wie in der heutigen Zeit und zahlreichen Verpflichtungen, Arbeit, Familie, Freunde, Studium, Schule und unzähligen Ablenkungen, die es damals zu meiner Zeit noch nicht gab, wie Social Media, Streamingdienste etc. Es gab auch damals gar nicht so viele Fernsehprogramme und dadurch ist es sehr leicht, das Üben auf die lange Bank zu schieben und besonders, wenn man müde ist und das Gefühl hat, keine perfekte Übezeit zu finden. Aber perfekte Übezeiten gibt es nicht. Es wird immer irgendwie das Telefon klingeln oder du machst es so wie ich und schottest dich komplett ab, was aber die wenigsten wollen. Als ich noch studiert habe, habe ich wirklich den ganzen Tag geübt, von morgens bis abends. Ich bin um 6 Uhr aufgewacht, beziehungsweise saß um 6 Uhr dann auch schon am Klavier, weil ich die lustige Geschichte gehört habe, dass Beethoven ja auch im Bademantel unterrichtet haben soll. Ich fing an mit Bach, habe wohltemperiertes Klavier 2 Stunden gemacht, gefolgt von Fingerübungen, Aufwärmübungen und richtig guten professionellen Pianistenübungen, für die man wirklich Ewigkeiten brauchte. Und dann habe ich eine Mittagspause gemacht und danach ging es dann weiter mit den Stücken. Also ich hatte vorher dann schon 2 Stunden Stücke geübt, weil das von 6 bis 12 waren ja immerhin 6 Stunden und ich konnte es kaum erwarten. Also nachmittags ging es dann weiter mit den ganzen Stücken, die ich dann noch auswendig gelernt habe. Übrigens auswendig gelernt habe ich eigentlich auch vormittags und dann eben nachmittags geübt. Immerhin habe ich mir den ganzen Tag dafür freigehalten. Ich habe auch keinen Besuch empfangen. Mein ganzes Leben habe ich wirklich dafür gewidmet. Wir haben es hier mit einem Brocken Zeitmanagement zu tun, der großen Herausforderung, dass der Tag ja nur 24 Stunden hat und es fühlt sich oft so an, als gäbe es nie genug Zeit. Wir werden also nie fertig. Mein Tipp dazu ist, statt immer auf lange, ungestörte Übezeiten zu warten, die vielleicht nie kommen werden, und die werden auch nie kommen, also desto mehr Zeit vergeht, desto weniger werden diese perfekten langen Übezeiten kommen. Also glaub mir, das wird nie passieren. Deswegen nutze die Zeit, die du jetzt hast und plane einfach lieber 15, 20 Minuten konzentriert das Üben ein, als Ewigkeiten, also gefühlt Ewigkeiten drauf zu warten. Das wird nichts. Dann mach lieber 15 Minuten morgens, 15 Minuten abends, je nachdem, wie es sich ergibt. Halte dein Klavier offen, dass du nicht noch das Klavier aufklappen und aufbauen musst, sondern mach es griffbereit. Natürlich hat man diese ganze Zeit, spätestens wenn man Kinder hat oder eine feste Anstellung hat, irgendwann nicht mehr. Also man hat keine 12 bis 14 Stunden mehr am Tag zu üben, einfach weil man andere Sachen machen muss. Es ist einfach ein kompletter Unterschied, ob ich diese Form des Lebens zum Lifestyle mache, dass ich auch quasi nur noch Musik mache und Klavier spiele, oder ob ich auch noch andere Verpflichtungen habe und schauen muss, wie nutze ich die Zeit am besten effektiv zum Üben, wenn ich nur begrenzt Zeit habe. Auf die Frage hin, würdest du es anders machen, muss ich aber ehrlich gestehen und sagen, nein, ich würde, wenn ich die Zeit hätte, wirklich immer noch wie verrückt den ganzen Tag Klavier spielen, weil es ist wirklich für mich auch eine wunderschöne Tätigkeit. Achte auch darauf, dass du das Klavier üben, wenn du wirklich
Ziele hast, Konzerte oder Aufnahmen oder vielleicht das Ziel hast, es zu studieren, ist ja auch ein Ziel, dann priorisiere es so gut du kannst und rück es immer in den Vordergrund bei deinen Aktivitäten. Du musst dann auch wirklich zu anderen Sachen Nein sagen können, auch wenn es schwerfällt, wenn das Wetter schön ist. Nein, ich übe jetzt. Oder wenn dich Freunde anrufen und fragen, hast du Lust? Nein, ich muss jetzt üben oder ich möchte jetzt üben. Also priorisiere es. Und nur du wirst wissen, welche Ambitionen du hast. Also mach dir bewusst, warum du Klavier spielst, welche Ziele du hast. Spielst du Klavier zur Entspannung oder hast du berufliche Ambitionen, so wie ich? Stehst du kurz vor einem Konzert oder willst du Noten lernen? Ne? Also das ist ja auch ein Ziel und eine Ambition, bei der man dranbleiben muss. Möchtest du Klaviertechnik verbessern, dann solltest du auch regelmäßig üben. Aktuell spiele ich tatsächlich alles vom Blatt und das ist eben auch der Vorteil, wieso es so nützlich ist, Noten lesen zu können. Ich dränge es niemanden auf, auch meinen SchülerInnen nicht, weil ja, mittlerweile hat man auch Schüler, die komplett unterschiedlich lernen und es gibt SchülerInnen, die nach Noten lernen und spielen wollen und dann gibt es halt welche, die frei spielen wollen und YouTube-Tutorials als Vorlage nehmen und das so lernen. Auf die Frage hin, was besser ist, bin ich der Ansicht immer noch, dass es besser ist, wenn man Noten lesen kann. Einfach, weil es die Sache wesentlich vereinfacht. Man muss nicht so viel im Kopf behalten, man kann vieles nachschauen und das ist wie bei allen Dingen auch. Man hat viel mehr Luft im Kopf, wenn man die Sachen auf dem Blatt Papier hat. Und dann gibt es noch diese große Hürde oder Herausforderung, dass man sich oft, oder ich sehe es ja an meinen Schülern manchmal auch, sie fühlen sich entmutigt, wenn es nicht gleich klappt und wollen das Handtuch schmeißen. Da ist es einfach ganz wichtig, dass du dich von dem Druck löst, es muss perfekt sein, dass du dich von dem Druck löst, perfekt zu sein, es perfekt machen zu müssen. Wenn eine Sache nicht klappt, üb andere Sachen. Du kannst auch eine Sache unter einem anderen Aspekt üben und feier vor allen Dingen immer deine kleinen Erfolge und Fortschritte und schau nicht immer nur auf das Ganze und auch nicht darauf, wie toll es andere spielen. Das ist nämlich auch, also ich kenne das von mir, kann auch sehr entmutigend sein, wenn man so von Pianisten umgeben ist, die alles schon können. Also gib dir Zeit, gib dir Raum und vor allen Dingen genieße das Tun, das Üben. Achte darauf, dass du Pausen einlegst während des Übens, dass es dir gut geht. Und schau nicht zu sehr, was die anderen machen. Und wenn es an einem Tag mal gar nicht klappt, dann ist es auch kein Grund zur Sorge. Es wird dadurch nicht die Welt untergehen. Manchmal ist es sogar gut, einen Tag mal auszusetzen mit dem Üben, weil oft ist es so, dass wir auch die Sachen im Kopf, im Geist verarbeiten. Dadurch werden sie viel sicherer und das Üben macht viel mehr Spaß und die Stücke klingen auch viel besser. Sie klingen wieder frisch. Also gönn dir auch mal einen Ruhetag oder auch mal 2. Davon geht die Welt nicht unter. Ganz im Gegenteil, dadurch wirst du viel mehr Balance in deinem Lebensstil finden. Du wirst das Klavierspielen als eine Bereicherung empfinden und du wirst merken, dass du in deine eigene persönliche Entwicklung investierst durch das Klavierspielen, das Üben, deine Fortschritte. Konkurrenz wird es immer geben. Gerade für mich als Herzensmensch ist das sehr wichtig, weil ich überhaupt gar nicht verkopft ans Klavierüben generell gehen möchte, um diese Leidenschaft, die Liebe, diese Intensität emotional, gefühlvoll zu spielen, dabei in den Hintergrund rücken würde. Was nicht heißt,
dass man sich auch Gedanken über das Stück, über die Spielweise etc. pp. Machen sollte. Aber für die Spielweise an sich ist es gut, aus meiner Sicht, wenn man ein offenes Gefühl zur Sache noch hat. Eben auch offen bleibt für das, was in der Musik passiert, damit wir das auch authentisch wiedergeben können. Weil wir können es erst authentisch wiedergeben, wenn wir es auch verstehen, eben die Emotion hinter der Musik verstehen. Und hier ist noch eine Übung für den Fingeruntersatz, den geschmeidig hinzubekommen. Positioniere deinen Daumen auf C, drücke die Taste still runter und dann spielst du mit dem zweiten Finger drüber, einen Halbton drüber. Das kannst du 4 bis 8 Mal machen. Mach die Übung sehr langsam und behutsam und achte darauf, dass die Töne immer gleich stark angespielt werden. Dann nimmst du einen Ganzton und machst das bis, wenn es geht, zum F, also eine Quinte, abwärts und aufwärts. Jetzt sind wir bei der kleinen Terz, große Terz. Ja, und du siehst, oder auch nicht, du siehst, dass sich die Hand nicht dreht und auch nicht wendet, sondern dass wir wirklich hier die Dehnung machen, bei dem Daumen. Also hier bei dem Daumen. Der Daumen wird gedehnt, das Gelenk. Dann sind wir bei der Quarte. Hier besonders behutsam und darauf achten, dass du nicht verkehrt machst. Also nicht drehen, sondern möglichst noch zu den Tasten als Verlängerung die Finger lassen. Und Quinte ist wirklich schwierig. Und das gehst du mit allen Fingern durch. Jetzt mit dem dritten Finger machst du genau das Gleiche. So, jetzt wird es natürlich schwieriger, die große Dehnung hinzubekommen. Weil der Abstand natürlich kleiner ist. Dadurch, dass es jetzt der Mittelfinger ist. Aber trotzdem kannst du es mal versuchen, daran zu kommen. Also ich höre jetzt hier auf, ne, weil sonst müsste ich jetzt wirklich drehen. Dann den vierten Finger. Ganzton. Terz. Große Terz. Auch hier ist es schon grenzwertig, ja? Ich komme hier kaum ran. Dann den kleinen Finger. Und da wird es schon bei der, also bei mir jedenfalls, wird es schon bei der großen Sekunde schwierig. Aber es geht ja hier um die Dehnung und es wird sehr schön gedehnt. Wenn du die Übung machst, wirst du es merken. Nehmen wir noch ein. Deswegen musst du die Übung auch sehr langsam machen. Du hast gesehen oder gehört, gerade bin ich hier auf dieses H noch gekommen mit dem Daumen. Das soll eben nicht passieren, sondern wir wollen die Töne wirklich sauber spielen. Und wenn ich jetzt weit dehnen möchte, muss ich mit dem Daumen auch etwas auf die Kante rutschen, damit ich hier gut rankomme. Es knirscht schon.